Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal habe ich vor, euch einfach mal zu zeigen, wie ich meine Hortensien trockne und konserviere. Bevor es damit jetzt aber losgeht, geht es erst in meinen Garten, um euch mal überhaupt zu zeigen, ja, wie ich meine Bauern- und Rispenhortensien schneide. Die Bauernhortensien müsst ihr leider etwas vorsichtig abschneiden, weil die bilden jetzt schon die Knospen für das nächste Jahr aus. Wenn man hier genau hinschaut, hier ist das Blatt, da ist der Stiel und dazwischen, da sieht man bereits die neuen Knospen für das nächste Jahr. Hier bei diesem letzten größeren Blattpaar, da sind jetzt keine Knospen vorhanden und auch bei diesem kleineren Blatt hier sind auch keine Knospen für das nächste Jahr vorhanden. Von daher schneide ich jetzt an dieser Stelle circa 1 Zentimeter oberhalb der Knospen den Stiel jetzt ab. Man kann die Stiele auch super lang abschneiden, aber dann habt ihr an der Stelle definitiv keine Knospen für das nächste Jahr, beziehungsweise Blüten. Zack, passiert. Dann gehen wir jetzt mal zu den Rispenhortensien. Bei den Rispenhortensien müsst ihr euch jetzt überhaupt keine Gedanken beim Schneiden machen. Da könnt ihr den Stiel halt so lang abschneiden, wie ihr das gerne haben möchtet. Und ich mache das jetzt hier einfach mal an dieser Stelle. Fairnesshalber muss man jetzt aber auch bei denen hier mal erwähnen, man hätte jetzt mit dem Schneiden noch ein wenig warten können, bis die halt noch etwas mehr verfärbt sind, die Rispenhortensien. Aber für meine Zwecke reicht das jetzt erstmal so. Zum Trocknen und Konservieren eurer Hortensien habt ihr verschiedenste Möglichkeiten, was sie aber alle gemeinsam haben. Sie werden in einem trockenen, dunklen Raum gelagert. Das haben sie alle gemeinsam. Was sie auch noch gemeinsam haben, ihr solltet bei allen Versionen immer die Blätter komplett entfernen. Sieht später dann sowieso schöner aus. Und die Blätter, die trocknen jetzt auch ehrlich gesagt nicht so toll ein, dass man jetzt sagen würde, das sieht super aus. So, den Anfang macht jetzt hier Version Nummer 1 mit dieser Rispenhortensie. Dafür sprüht ihr die Hortensien mit Haarspray ein, auch hier von unten. Es gibt allerdings auch noch Trockenblumenspray. Das könnte man jetzt auch dafür verwenden, habe ich jetzt allerdings nicht zur Verfügung. Von daher nehme ich jetzt Haarspray. So, dann kann man sich jetzt mal überlegen, will man den Stiel so lang lassen? Ich würde es jetzt so lang lassen. Man weiß ja nie, ja, wie man das vielleicht noch einkürzen möchte in ein paar Wochen, Monaten. Und die erste Version jetzt wäre jetzt folgendermaßen, zum Beispiel im Keller an einer Wäscheleine hängt ihr die einfach so kopfüber auf. Nach 1-2 Wochen ist das Ganze dann auch eingetrocknet, hat allerdings den Nachteil, die Hortensien verlieren mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Farbe. Diese Rispenhortensie ist jetzt beispielsweise 2 Jahre schon alt, hatte ich auch auf diese Art und Weise getrocknet. Kann man aber dann richtig schön schnell machen, diese Version. Und davon mal abgesehen, wenn sie die Farbe verloren haben. Ich persönlich hebe auch sehr viele Hortensien für weihnachtliche Projekte auf und dann sprühe ich die zum Beispiel mit Goldspray oder mit Silberspray ein. So, da könnt ihr aber jetzt noch etwas mehr Haarspray dran. Und wie gesagt, einfach kopfüber in einem dunklen, trockenen Raum aufhängen. Keller oder wenn ihr eine dunkle Garage haben solltet. Weil wenn da Licht dran kommt bei allen Versionen, dann bleichen die Blüten halt auch wiederum aus. Bei den Rispenhortensien, was wollte ich jetzt noch sagen, hätte ich jetzt auch noch ein bisschen länger warten können mit dem Schneiden, dass die Blüten dann noch etwas papierartiger werden und die Farbe wäre noch etwas intensiver. Die Bauernhortensien solltet ihr immer dann schneiden, wenn sie am schönsten aussehen, also wenn die Farben am knalligsten sind. Wäre jetzt zum Beispiel der Zeitpunkt, geht aber auch noch im, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt August, Ende August, September geht das auch noch. Gut, dann gibt es hier noch eine Version. Jetzt habe ich hier natürlich meine Vase vergessen. Ach, nehmen wir hier einfach mal sowas. Ist ja auch egal. Nehmen wir auch eine Rispenhortensie. Die Blätter vorher entfernen. Das ist jetzt Version Nummer 2. Auch diese ganz, ganz kleinen, friemeligen Blätter nehme ich da weg. Müsst ihr nur vorsichtig machen, nicht, dass ihr euch dann aus Versehen alles kaputt reißt. Ja, die kürzen wir etwas ein, du bist zu lang. Ich glaube, ich wechsle jetzt auch mal die Perspektive für euch, dann könnt ihr das gleich besser sehen. Ach, was ich jetzt noch ganz vergessen habe, euch zu sagen zu Version Nummer 1. Dieses Kopfüber aufhängen hat auch den Vorteil, die Hortensien behalten halt schön ihre Form. Das knickt hier nicht alles so nach unten hinweg später. Diese Bauernhortensie wurde damals auch kopfüber aufgehangen, ja, getrocknet. Und halt auch diese Rispenhortensie, hatte ich ja jetzt bereits schon erwähnt. So, dann zeige ich euch jetzt mal fix Version Nummer 2. Da werden die Hortensien, also auch die Bauernhortensien und die Rispenhortensien, wieder mit Haarspray oder Trockenblumenspray eingesprüht werden. Von allen Seiten, unten, oben, überall. Dann kommt hier etwas Wasser in eine Schale, Glas, was auch immer ihr jetzt gerade da haben solltet. Ja, kann noch etwas mehr rein.
dass die Hortensien so 2 bis 3 Zentimeter im Wasser drin sind, die Stiele. Das passt jetzt in meinem Fall. Sie werden dann schräg angeschnitten, damit die das Wasser auch gut aufnehmen können. Und das Ganze dauert dann so in etwa, ja, kommt drauf an, wie warm das dann im Keller ist. Dauert so in etwa eine Woche, bis das hier verdunstet ist, und mit der Zeit trocknen die dann halt langsamer ein als mit dieser kopfüber aufgehangenen Version. Verlieren aber auch ihre Farbe. Das sollte man bedenken, es sei denn, ihr wollt die jetzt irgendwie einsprühen, dann ist es ja auch egal, ne, wenn sie so braun werden. Und meine Lieblingsversion, brauche ich mal eben noch mal etwas Nachschub an Wasser. Version Nummer 3 hat den Vorteil, dass die Hortensien, vor allen Dingen die Bauernhortensien, ihre schöne Färbung behalten. Und nach dem Trocknen sind die Blüten geschmeidiger als bei den ersten beiden Versionen. Hier kann gut und gerne auch leider mal etwas abrieseln, wenn ihr das Ganze halt einarbeitet. Ja, ist jetzt hier bei der noch nicht mal der Fall, aber wie gesagt, das ist dann hier alles nochmal geschmeidiger nach dem Trocknen. So, und das wird jetzt folgendermaßen erstellt. Ihr mischt Glycerin mit Wasser, beziehungsweise so rum, Glycerin und Wasser. Ihr nehmt 2 Teile Wasser, ich habe jetzt hier 100 Milliliter Wasser, und dann nehmt ihr einen Teil Glycerin. Also wie gesagt, 2 Teile Wasser, 1 Teil Glycerin. Genau, ich habe jetzt 100 ml, ich brauche jetzt noch 50 Milliliter Glycerin. Im Laufe der Zeit nehmen das dann halt die Hortensien auf, das Glycerin, und wird dann hier halt überall eingelagert. Und dadurch bleibt dann die schöne Färbung. Dauert auch, ja, je nach Räumlichkeiten, so 1 bis 2 Wochen. Mit einem, ja, ich hatte erst geguckt, ob das auch mit einem Schnapspinchen geht, aber die Stiele sind dann einfach zu kurz bei den Rispenhortensien, Quatsch, bei den Bauernhortensien. Hier nehme ich jetzt auch die Blättchen weg. Könnte man jetzt auch kopfüber trocknen, ne, wenn man jetzt vorhat, die mit Spray einzusprühen, aber wie gesagt, ich nehme jetzt hier mal die Blätter ab. Die Mischung ist jetzt hier am Start. Ja, und auch bei der Version im Laufe der Zeit verdunstet dann halt das Wasser. Mal eben hier anhalten, wie tief ihr jetzt da drin seid. Sollte auch immer so, die Stiele sollten so, was wollte ich jetzt sagen, 2 bis 3 Zentimeter mit Wasser bedeckt sein. Aber ich habe hier eine Sache vergessen. Schön schräg anschneiden, damit die das auch gut aufnehmen können. So, kommt dann nachher auch in einen dunklen Raum. Bei mir wahrscheinlich wird es wieder der Keller werden. Ja, und dann heißt es abwarten und Tee trinken. So. Jetzt nur darauf achten, dass die Blüten nicht mit in dem Wasser aus Versehen drinnen sind. Hier haben wir noch eine ganz kleine Süße. Ja, ich habe diese kleine abgeschnitten, weil das einfacher mit dem Filmen war. Ich habe hier keinen Kameramann oder so, der das mal halten könnte. Da müsst ihr jetzt auch nicht mit Haarspray arbeiten. Packen wir dich hier auch hinein. Solche Schalen bieten sich dann auch besser an. Dann hat man da mehr Platz, um die Pflanzen dann ja, drinnen zu platzieren. Und hier werde ich jetzt auch noch etwas Glycerin einfüllen. Ich werde das jetzt mal testen, wenn man nur ein wenig Glycerin nimmt. So, ist jetzt hier wirklich nur ganz grob gemischt. Packen wir dich hier auch mit rein. Ihr sollt jetzt alle mal so trocknen. Anschneiden. Ja, und dann müsst ihr halt abwarten, bis die eintrocknen. Ist aber wirklich wichtig, dass die in einem dunklen Raum stehen, wegen dem Farbverlust durch die Sonneneinstrahlung. Mit der Glycerin-Version könnt ihr im Übrigen auch noch andere Blumen trocknen, zum Beispiel Rosen. Ja, und ich werde mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Noch mehr kann man ja jetzt dazu nicht wirklich erzählen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!